Was für eine Woche. Die Wahlen sind vorbei, SpaceX braucht ein Update seiner Toiletten und Blue Origin will William Shatner aka Captain Kirk mit 90 Jahren ins All schießen. Doch auch im deutschen und europäischen Newspace ist in den vergangenen Tagen wieder einiges Spannendes passiert. Was genau, das sehen wir uns gleich an. Hier erstmal unsere News in der Übersicht. Juri gewinnt den deutschen Gründerpreis. Levity ist ins Pre-Acceleration-Programm des Space Hubs Networks aufgenommen. Exolonge bringt Gossamer-Satelliten ins All. Raumfahrt-Startups gründen die Initiative YES. Das DLR entwickelt ein Launch Coordination Center. Die Space Brewery 12 war ein voller Erfolg und Nummer 13 ist bereits geplant. Hallo, ich bin Micha und hier kommen unsere Neuigkeiten der vergangenen Woche. Juri bietet Laborversuche in der Schwerelosigkeit bzw. in Mikrogravitation an. Dafür hat das Unternehmen ein Baukastensystem entwickelt, mit dem Laborversuche entweder in Parabelflügen oder auf der ISS durchgeführt werden können. Bei einem Parabelflug kostet das Ganze 10.000 Euro, wenn es auf die ISS gehen soll, dann 95.000 Euro. Für diese Geschäftsidee hat Juri nun den Deutschen Gründerpreis erhalten. Das ist eine Initiative von Stern, Sparkasse, Porsche und dem ZDF. Wenn ihr die Preisverleihung des Deutschen Gründerpreises noch einmal ansehen wollt, dann könnt ihr das bei ZDF tun. Den Link packe ich euch in die Infobox unter dieses Video, aber ihr solltet euch beeilen, denn das Video ist nur bis 2023 verfügbar. Wenn dir dieses Video gefällt, dann trainiere den Algorithmus und lass ein Like da. Wenn du auch zukünftig keine Neuigkeiten aus dem Newspace verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal. Außerdem gibt es Astrodrom auf Instagram, LinkedIn und Twitter. News, Insights und Jobs aus dem Newspace findest du außerdem auf unserer Webseite astrodrom.com. Neues von Levity. Ihr erinnert euch vielleicht, in einem der letzten Recaps haben wir bereits über das Unternehmen berichtet, denn es hatte es im Rahmen der Global Space Markets Challenge der ESA auf die Longlist im Bereich Upstream geschafft. Als Upstream bezeichnet man übrigens grob gesagt den Bereich in der Raumfahrt, in dem Hardware und Infrastruktur und alles, was dazugehört, entwickelt werden. Jetzt wurde Levity in das Pre-Acceleration-Programm der Space Hubs Network aufgenommen. Damit sollen Startups, Scale-Ups, kleine und mittelständische Unternehmen und Unternehmer gefördert werden, die in der Raumfahrt aktiv sind. Was macht Levity überhaupt? Levity baut eine universell einsetzbare und flexible Plattform auf Basis eines Kleinstsatelliten. Die heißt Esquimoon und soll, wie der Name verrät, Nutzlasten bis in die Umlaufbahn des Mondes transportieren. Dafür geht es in dem ersten Schritt in den geostationären Orbit, von dort aus dann mit einem eigenen elektrischen Antrieb bis zum Mond. Das dauert dann ungefähr ein Jahr, aber das bedeutet auch, dass dieses System auch als Kickstage genutzt werden kann. Ein erster Demonstrationsflug ist für 2026 geplant. Exolonge bringt einen Teil der Gossamer-Satelliten ins All. Los geht's 2022 auf einer Falcon 9 von SpaceX. Gossamer-Satelliten. Das sind Satelliten vom Unternehmen Luna-Sonde. Gegründet wurde dieses Unternehmen von einem amerikanischen Highschool-Absolventen, der die Idee hatte, mit einem bildgebenden Verfahren unter die Erdoberfläche zu gucken. Und zwar nutzt er dafür MRT, also die Magnetresonanztomographie. Laut der Technik oder laut der Beschreibung von Luna-Sonde ist es damit möglich, bis zu 2 Kilometer unter die Erdoberfläche zu gucken. Und warum macht man das? Weil man damit Rohstoffe aufspüren kann und es gibt aktuell kein Verfahren auf dieser Welt, mit dem man Rohstoffvorkommen auf der Erde kartieren kann, so dass es nachhaltig ist. Am 15. September schlossen sich 6 europäische New Space Startups zusammen und gründeten die Initiative YES. YES schreibt man mit Doppel-E und Doppel-S und das ist die Abkürzung für Young European Enterprises Syndicate Space. Die Gründungsmitglieder kommen aus Belgien, Frankreich, Spanien und Deutschland. Das Netzwerk ist offen für weitere Partner und bis Ende des Jahres sollen rund 30 Mitglieder zusammengekommen sein. Als deutsches Startup mit dabei ist Constellar, dessen Technologie dabei helfen soll, die Landwirtschaft effizienter zu gestalten. Dafür erheben sie aus dem All Oberflächentemperaturen.
Übrigens sucht Constellar noch studentische Hilfskräfte und wenn ihr Lust habt, bei Constellar oder einem anderen Unternehmen aus dem New Space zu arbeiten, dann schaut auf unserer Jobliste unter astrodrom.com/jobs nach. Kommunikation, Observation und Navigation. Das sind grob gefasst die 3 Bereiche, für die Satelliten-Megakonstellationen im Orbit aufgebaut werden. Dafür fliegen viele Raketen ins All und hinzu kommen Versorgungsflüge zu Raumstationen, Weltraummissionen und Weltraumtourismus. Daran erkennt man, dass es im Orbit allmählich voll wird und dass es dringend notwendig wird, alle Starts und Landungen von Raumfahrzeugen zu kontrollieren und zu überwachen und vor allen Dingen zu koordinieren. Da Raumfahrt auch immer einen Einfluss auf Luft- und Seefahrt hat, entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt derzeit das Launch Coordination Center in Braunschweig. Um alle beteiligten Akteure in der Raumfahrt koordinieren zu können, sollen Daten in Echtzeit ausgetauscht werden können. Dabei werden die Erfahrungen des DLR und der amerikanischen FAA genauso einfließen wie die Erfahrung der Raumfahrzeugbetreiber, so steht es auf der Webseite. Losgehen soll es mit einem ersten Demonstrator, der bei einer Demomission eingesetzt wird, im Jahr 2024. Am 16. September fand die 12. Ausgabe der Spacepori statt, diesmal eine gemeinsame Veranstaltung von Spacepori und Space Founders. In den Räumen der German Entrepreneurship GmbH trafen sich rund 100 Teilnehmende, um sich auszutauschen, zu netzwerken und natürlich zu fachsimpeln. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der neuen Räumlichkeiten gab es 10 einminütige Pitches der Space Founders Teilnehmer. Gleichzeitig war das Event der Abschluss einer Intensivwoche in München. Deren Ziel war es, durch Workshops der einzelnen Unternehmen das Netzwerken zu erleichtern und den Austausch untereinander zu verbessern. Außerdem wurde in diesem Rahmen besprochen, wie es innerhalb der nächsten 3 Monate bei den Space Founders weitergeht. Was genau besprochen wurde, bleibt allerdings das Geheimnis derer, die daran teilgenommen haben. Nochmal Spacepori, und zwar gibt es Ausgabe Nummer 13 am 6. Oktober. Diesmal wieder online, das heißt, alle können dabei sein, vorausgesetzt, Sie melden sich an. Das geht bei Meetup über den Link, den ich euch in die Infobox unter dieses Video packe, und ihr solltet euch beeilen, denn obwohl online sind die Plätze natürlich begrenzt. Diesmal geht es übrigens um German Smallsats, eine sehr interessante Veranstaltung, denn mit dabei sein werden Reflexa Aerospace, Neutron Star Systems und Berlin Space Technologies. Also anmelden, dabei sein, wir sehen uns. Mein heutiges Shoutout geht an Luis Ferreira. Thank you for your support and being one of our first subscribers. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Ich bin wirklich sehr erfreut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit jeder Menge Neuigkeiten aus dem deutschen und europäischen New Space. Bis dahin, alles Gute, euer Micha. Und nicht vergessen, den Algorithmus trainieren und diesem Video ein Like da lassen. Und wenn ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, dann diesen Kanal abonnieren. Und jetzt aber wirklich, bis nächste Woche. Ahoi. Diesmal eine gemeinsame Veranstaltung? Wie hieß denn das? Gemeinsame Veranstaltung. Ja, Gemeinschafts vielleicht, aber gemeinsame. Ne? Ja. Dafür hat das Unternehmen einen Baukastensystem. Denken, weißt du, denk immer schön konzentriert. Du müsstest dich auch nie beeilen. Nee. Läuft? Ist einfach näher gekommen. Was? Und da leuchtet irgendwas. Jetzt nicht. Aber wenn du sprichst, kommt es nicht. Aber jetzt? Jetzt. Na, wir wissen. Sondern wie? Na, man muss das aufgraben. Immer. Man muss sagen, wir vermuten, hier ist ein Rohstoffvorkommen. Und guck, ob es da ist, und Genau. mit dem geht es jetzt von außen. Ich denke, hier ist Braunkohle. Grabe auf. Braunkohle da, alles gut. Grabe auf, keine Braunkohle da. Schütt wieder zu. Kaputt. Machen die dann nicht mehr. Aus Arizona. Wisst ihr, was das krass ist? Das hat sich so ein Student ausgedacht an der Highschool und hat gesagt, wir können da mit MRT eigentlich irgendwie unter Zeug gucken. Geht doch bestimmt auch unter die Erdoberfläche. Warum erzählst du das dann nicht? Also wir haben es jetzt gefragt, warum kannst du nochmal seriös erzählen? Ja.